Es ist eine Abhöraktion ungeheuren Ausmaßes. Der Geheimdienst-Coup des Jahrhunderts. Operation Rubicon. Jahrzehntelang belauschen CIA und BND die verschlüsselte Kommunikation von über 100 Staaten. Egal ob von Freund oder Feind. Rubicon is singly the most important spying operation that has ever happened. Um die Kommunikation ihrer Spione, Militärs und Diplomaten geheim zu halten, vertrauen Staaten auf der ganzen Welt einem Unternehmen: der Krypto AG. Was Diktatoren und Regierungschefs nicht wissen, die Krypto AG birgt ein Geheimnis. Der Hintergrund der Krypto AG, der war an sich immer etwas obskur. Irgendwann sind wir zur Überzeugung gelangt, da müssen in irgendeiner Form Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben. Und tatsächlich, CIA und BND haben dafür gesorgt, dass die sicheren Kryptomaschinen manipuliert werden. So hören sie weltweit die geheime Kommunikation vieler Staaten ab, wissen von Menschenrechtsverletzungen, Folter, Mord. Sie hören mit und schweigen. Really brings shivers to my spine in thinking that there were people in the intelligence agencies of the Western countries that were listening to the atrocities that were being committed, and I don't understand how they could sleep at night. Frontal, die Washington Post und das Schweizer Fernsehen bekamen Zugang zu geleakten CIA- und BND-Dokumenten. 2020 veröffentlichen wir Frontal, Geheimoperation Rubicon. Berlin-Teufelsberg. Eine Spionagestation des US-Geheimdienstes im Kalten Krieg. Ihr Auftrag? Den Funkverkehr der DDR abhören. Im September 1999 treffen sich hier Veteranen der westlichen Geheimdienste, um ihre Operation Rubicon zu feiern. Das jahrelange Belauschen der verschlüsselten Kommunikation vieler Staaten. Die Agenten verabreden, ihre Erfolgsgeschichte aufzuschreiben. Geradezu stolz, notieren sie: Diplomatische und militärische Verkehre vieler wichtiger Länder der Dritten Welt, aber auch europäischer Staaten, konnten flächendeckend mitgelesen werden. Das CIA-Dokument trägt den Namen Minerva. Beim BND heißt die Operation Rubicon. Rückblick. Bereits kurz nach Kriegsende 1945 scheint der neue Frieden schon wieder in Gefahr. Der Konflikt zwischen dem Westen und den kommunistischen Ländern verschärft sich. Geheimdienste wollen mehr Informationen, denn Wissen bedeutet Macht. Die Lösung liegt hier, im Schweizer Kanton Zug. Hier hat die Krypto AG ihren Hauptsitz. Anfang der 50er Jahre produziert der aus Schweden stammende Boris Hagelin die nahezu unknackbare Chiffriermaschine CX-52. 1955 kommt es dann zu einem geheimen Handelsabkommen zwischen Hagelin und dem amerikanischen Geheimdienst. Was man dann zunächst versucht hat, ist, dass man alle Staaten, die mit der UdSSR in Kontakt standen, mit Kryptogeräten beliefert, um wenigstens über diesen Umweg etwas zu erfahren, über die Einflusspolitik, die von Moskau Richtung Afrika und Asien ausging. Ende der 60er Jahre kommt bei der Ver- und Entschlüsselung von Nachrichten mehr und mehr Computertechnik zum Einsatz. Die USA vereinbaren mit Hagelin, Chiffriermaschinen in unterschiedlichen Varianten zu bauen. Sichere für NATO-Länder, weniger sichere für Drittstaaten. Die Abnehmerländer ahnen nicht, dass die in der neutralen Schweiz angesiedelte Firma Krypto AG und der aus dem neutralen Schweden stammende Boris Hagelin mit den US-Diensten kooperieren. Pullach bei München, Sitz des Bundesnachrichtendienstes. Als Hagelin die Krypto AG Ende der 60er Jahre aus Altersgründen verkaufen will, wittert der BND eine Chance. Nach der Regierungsübernahme durch Willy Brandt gewinnen führende Sozialdemokraten Einfluss in Pullach. Sie verhelfen dem BND zu seinem größten Coup, der Operation Rubicon.
Kanzleramtschef Horst Ehmke, zuständig für die Geheimdienste, unterzeichnet den Vertrag, der den Deutschen weltweites Abhören ermöglicht. Zusammen mit der CIA kauft der BND den Weltmarktführer für Verschlüsselungstechnik, die Schweizer Krypto AG. Aus nachrichtendienstlicher Sicht ist die Operation Rubicon eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte. 1970 sind BND und CIA zu gleichen Teilen Eigentümer der Schweizer Firma. Sie verschleiern ihre Rolle, indem sie ihre Anteile bei einem Liechtensteiner Treuhänder verstecken. Der deutsche Siemens-Konzern stellt Beiratsmitglieder und hilft bei der Verschleierung der Besitzverhältnisse. Die Krypto AG, sie steht für das Versprechen, Geheimnisse geheim zu halten. Doch einige Ingenieure haben Zweifel, ob die von ihnen gebauten Maschinen tatsächlich sicher sind. Jörg Spörntli ist damals Mitarbeiter der Krypto AG. Durch die Gespräche mit den Kollegen war es relativ früh klar, dass da Mächte da sind, die erwarten, dass die Kryptoalgorithmen knackbar sind, dass da quasi eine Hintertür besteht. Da müssen in irgendeiner Form Geheimdienste ihre Finger im Spiel haben. Eine Hintertür für Geheimdienste, von der die Verschlüsselungstechniker selbst aber nichts wissen. Auch Bruno von A. nicht. Er arbeitete ab 1967 für die Krypto AG. Ich sollte einen Chiffriergenerator zusammenbauen, um nachher das Resultat auf einen Lochstreifen auszustanzen oder auszugeben. Und da ist der damalige Direktor zu mir gekommen und hat sich interessiert, wie weit ich bin. Als ich dann schlussendlich den Streifen hatte, hat er ihn persönlich entgegengenommen. Und da habe ich mich schon gefragt, was macht unser Direktor mit diesem Lochstreifen? Wird den wahrscheinlich nicht auswerten wollen. Aber vielleicht gibt es andere Stellen, die da interessiert waren. Der Lochstreifen von Bruno von A. geht vermutlich an die Zentralstelle für das Chiffrierwesen, eine getarnte Dienststelle des BND in Melem bei Bonn. Die Zentralstelle für das Chiffrierwesen des Bundesnachrichtendienstes hatte immer die Aufgabe, fremde Codes zu knacken. Und in diesem Fall haben sie bei der Krypto AG unlösbare Algorithmen so verändert, dass es mit deutscher und amerikanischer Technik geknackt werden konnte. Mehr als 100 Staaten sind Kunden der Krypto AG. Länder im Nahen und Mittleren Osten, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, Irak, Iran, afrikanische Staaten wie Libyen, Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Nigeria und Südafrika. In Südamerika vor allem Argentinien, Chile und Brasilien. Länder in Fernost wie Indien und Pakistan, Indonesien und Japan. In Europa gehören das blockfreie Jugoslawien und Irland zu den Kryptokunden. Sogar NATO-Verbündete wie Spanien, Portugal, Italien und die Türkei werden belauscht. Auch der Vatikan wird abgehört. What is particularly striking is that these 100 countries spent billions of dollars trying to keep their secrets safe. Actually, they were paying billions of dollars to have their secrets stolen. You could actually call this operation the biggest bank robbery in history. CIA und BND verdienen Milliarden und erhalten geheimste Informationen, die sie für sich nutzen oder ignorieren. Beispiel Santiago de Chile 1970. Der Sozialist Salvador Allende wird zum Präsidenten gewählt. Eine Horrorvorstellung für US-Präsident Richard Nixon und seinen Sicherheitsberater Henry Kissinger. Denn Südamerika, eines der Hauptschlachtfelder im Kalten Krieg, soll aus Sicht der USA mit allen Mitteln vor marxistischen Einflüssen bewahrt werden. Wie fast alle Länder Südamerikas gehört auch Chile schon früh zu den Kunden der Krypto AG. The fact that the CIA could listen in on encrypted communications between various elements and divisions and units of the Chilean military gave the United States incredible intelligence
that they could react to, that they could build upon in order to promote and foster a coup in Chile. Im September 1973 sind die Vorbereitungen mit tatkräftiger Unterstützung der CIA abgeschlossen. Präsident Allende wird in einem blutigen Putsch durch General Pinochets Soldaten gestürzt. Drahtzieher ist Nixons Sicherheitsberater Henry Kissinger. As a historian, for me, knowing that the United States was gathering intelligence, was able to intercept these encrypted communications, really opens a whole new window into the history of the Chilean coup and also what the United States knew in advance about it. In den folgenden 17 Jahren Diktatur werden fast 30.000 Menschen verhaftet, viele von ihnen gefoltert. Mehr als 1 Million Chilenen fliehen ins Exil. Fast 3.000 werden ermordet oder gelten als verschwunden. Opfer eines Regimes, das auch dank Rubicon entstand. Buenos Aires. Auch in Argentinien hören CIA und BND mit. Und auch hier sind sie untätige Zeugen der Gräueltaten des Regimes. Durch die manipulierten Kryptogeräte sind BND und CIA bestens informiert, wie die argentinische Militärjunta Regimegegner verschleppt, misshandelt und ermordet. Woche für Woche starten auf dem Militärflughafen in Buenos Aires Maschinen des Typs Skyvan in Richtung Atlantik. An Bord gefangene Regimegegner, die über dem Meer lebendig aus dem Flugzeug geworfen werden. Los vuelos fue conocido desde muy temprano por testimonios de sobrevivientes. Y además hubo varios cadáveres que aparecieron en las costas del Uruguay, el país vecino, hasta que perfeccionaron la técnica y lograron que no volvieran a aparecer cuerpos. Mehr als 30.000 Menschen fallen Argentiniens Diktatur zum Opfer. Das Folterzentrum des Militärregimes mitten in Buenos Aires, eine frühere Marineschule, nur wenige 100 Meter vom Stadion der Fußball-WM 1978 entfernt. Die Gefangenen hören in ihren Zellen den Jubel der Fußballfans. Deutschland nimmt an der WM in der Folterdiktatur teil, ohne zu zögern, ohne zu protestieren. Really brings shivers to my spine in thinking that there were people in the intelligence agencies of the Western countries that were listening to the atrocities that were being committed or the planning of atrocities. And I don't understand how they could sleep at night. 9. Atención, final. Südamerikas Militärdiktaturen verfolgen Gegner auch außerhalb der eigenen Landesgrenzen. 6 südamerikanische Geheimdienste starten 1975 die Operation Condor. There are opposition politicians like senators, former presidents, former foreign ministers of Chile, the president of Bolivia, and something like 200 people disappear, were kidnapped and tortured on this operation across borders. Für die Koordination dieser Menschenjagd gibt es ein spezielles Kommunikationssystem namens Condortel. Ein CIA-Dokument belegt, auch hier sind Chiffriergeräte der Schweizer Krypto AG im Einsatz. Sie waren damit aber nicht nur Mitwisser, weil CIA und BND waren ja zu gleichen Teilen Besitzer der Krypto AG und damit haben sie über die Lieferung dieser Verschlüsselungstechnologie für die Verfolger eine Art von Mitschuld an Folter und Mord. Der Bundesnachrichtendienst lauscht in Echtzeit mit, wie Diktatoren Regimegegner verfolgen. Und der BND geht noch einen Schritt weiter. Herbst 1977. Die Terroristen der RAF versetzen die Bundesrepublik in Angst und Schrecken. Kurz nach der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer reist eine Delegation des BND mit britischen und französischen Geheimdienstlern nach Buenos Aires. Ihr Ziel, die Zentrale der Folter- und Mordorganisation Condor.
Das belegt ein Dokument der CIA. Demnach will der BND, Zitat, Methoden für den Aufbau einer Organisation, ähnlich wie Condor, zur Bekämpfung von Subversion diskutieren. Dabei ging es dem BND und den anderen Diensten gewiss nicht darum, Folterpraktiken, Mord und Totschlag zu übernehmen, aber die argentinischen Nachrichtendienste waren laut CIA sehr stark darin, terroristische Netzwerke zu infiltrieren, und diese Techniken waren für den BND in dieser Zeit hochgradig interessant. Um die Operation Rubicon geheim und am Laufen zu halten, greifen die Geheimdienste auf einen Verbündeten aus der Industrie zurück, die Siemens AG. Die baut Fernschreiber und Telekom-Geräte, deren Daten mit der Schweizer Kryptotechnik angeblich sicher verschlüsselt werden. Doch Siemens ist von Anfang an in die Täuschungsaktion der Geheimdienste eingebunden. Siemens hat eine große Tradition in der Unterstützung der deutschen Nachrichtendienste. Es gab eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem Hersteller von Übermittlungstechnik, Kryptiertechnik und dem Bundesnachrichtendienst, gerade wegen der engen räumlichen Nähe von Pullach zum Siemens-Konzern in München. Man kann auf alle Fälle sagen, dass Siemens den verlängerten Arm des BND gespielt hat. Die Siemens AG schweigt damals wie heute zu ihrer Rolle in der Operation Rubicon. Zurück zur Krypto AG. Steinhausen im Schweizer Kanton Zug. Im März 1992 herrscht in der Zentrale der Krypto AG Aufregung. Einer ihrer Firmenvertreter, Hans Bühler, ist auf der Dienstreise im Iran festgenommen worden. Die Verhaftung des Schweizer Geschäftsmannes Hans Bühler in Iran belastet die Beziehungen zwischen der Schweiz und der Islamischen Republik Iran schwer. Bühler bleibt 9 Monate in iranischer Haft wegen Spionageverdachts. Er selbst weiß nichts über das Geheimnis der Kryptogeräte. Aber die Iraner haben begründeten Verdacht und werfen ihm vor: Sie sind ein Spion. Sie kommen unter dem Deckmantel von ihrer Firma Krypto, in Iran, für nachrichtendienstliche Zwecke. Sie haben ein Spionagenetz aufgebaut. Sie verkaufen den Schlüsselcode von dieser Firma. Also wenn man eine normale Geheimdienstoperation im Bereich menschlicher Aufklärung nimmt, dann weiß der Agent, der in einem Drittland für den BND oder die CIA tätig ist, um sein Risiko. Bei den Vertriebsingenieuren der Krypto AG ist das ganz was anderes. Die wussten nicht, dass sie nachrichtendienstliche Hilfsorgane waren. Sie waren extrem gefährdet und die Krypto AG, der BND und die CIA haben diese Gefährdung und das Risiko einfach so hingenommen. Bühler wird aus iranischer Haft freigekauft. Mit $1 Million, die vom BND kommen. In einer Pressekonferenz äußert Bühler den Verdacht, er sei Opfer einer Geheimdienstoperation. Das nimmt ihm der BND übel. Das unwissende Opfer wird zum Störenfried erklärt und fristlos entlassen. Journalisten fragen nach den Besitzern der Krypto AG. Die gehört offiziell einer Liechtensteiner Stiftung. Der damalige Direktor leugnet. Es gibt keine Beziehungen zum BND. Es gab auch keine Beziehungen zum BND? Nein. Können Sie gegenüber diesen vielen Indizien als beweiskräftig auf den Tisch legen, dass die Stiftung ist und nichts dahinter steht? Soll ich jetzt sein, aber das ist nichts fürs Fernsehen. Das stellen Sie mal schnell ab. Die Operation Rubicon ist in Bedrängnis. Nachdem BND und CIA jahrelang die Geheimnisse der Welt abgehört haben, droht ihres nach und nach aufzufliegen. What they're realizing now is that essentially every salesperson working for Krypto AG is potentially a hostage. So these are people who are effectively being used as agents. They don't even know that they're agents of the BND. And this, I think, is particularly alarming for German officials and adds to the pressure in the early 1990s. Dieser Druck lässt die Politik reagieren. Denn auch die Welt, in der die Operation Rubicon ihren Zweck erfüllte, gibt es so nicht mehr. Die Mauer ist gefallen, die Weltordnung ist eine andere.
Durch die Bühler-Affäre wird den Verantwortlichen im Kanzleramt klar, die Operation Rubicon kann gefährlich werden. 1993 ist Helmut Kohl Bundeskanzler. Sein Kanzleramtsminister und Geheimdienstkoordinator heißt Bernd Schmidbauer. In der Abwägung des Risikos mit solchen Maßnahmen und im Aufkommen der Fairness Staaten gegenüber, anderen Staaten gegenüber, bei abnehmender Bedrohung, die auch zu registrieren war, war es eine von uns richtige Entscheidung, dass wir neue Wege gehen und dass wir mit solchen Operationen nicht in die Zukunft gehen wollten. 1993 vereinbart Bernd Schmidbauer mit den Amerikanern den Ausstieg des BND aus der Krypto AG. Die CIA bleibt bis 2018 alleiniger Eigentümer. Erst durch die Rubicon-Papiere wird den Betroffenen mehr als 100 Staaten endgültig klar, dass sie von CIA und BND belauscht worden sind und dafür auch noch viele Millionen bezahlt haben. Rubicon was also one of the most audacious, one of the most scandalous operations, because over 100 countries in the world paid billions of dollars to have their own secrets stolen. Was actually quite cheeky. Das Geld floss übrigens in die Kassen der Geheimdienste. Jahrzehntelang belauschten der BND und die CIA zahlreiche Staaten. Die Geheimdienste wussten von Menschenrechtsverletzungen, Folter und Mord und schwiegen. Mehr zu den Hintergründen von Operation Rubicon erfährst du in der einstündigen Doku in der ZDF-Mediathek.